Hallo und willkommen bei den Matrixern mit Jonathan und Shiva. Wir sind heute in einem Geisterschloss. Richtig, und wir wollen doch uns erstmal das Schlösschen anschauen, wie man im Hintergrund schon sehen kann, und schauen, ob es hier vielleicht Geister gibt. Denn wir dachten uns, wenn wir schon in England sind, wie man ja weiß, ist England bekannt dafür, für viele Schlösser und Burgen, die hier Castles genannt werden. Und die Besitzer sagen oft, dass eben es dort spukt. Ja, und wo kann man besser Geister jagen als in England? Und wir haben auch spezielle Geräte dabei. Einmal eine Geisterkamera, die Orbs aufnimmt. Unter anderem, ja. Oft getestet. Funktioniert wunderbar. Die Kamera ist eine halt sehr preiswerte Kamera, und die Kamera hat eben die Möglichkeit, Infraroteinflüsse nicht auszufiltern. Die moderneren Kameras hingegen sind alle so aufgebaut, dass sie einen integrierten Infrarotfilter haben, und aus dem Grund ist es da nicht mehr möglich, irgendwelche Gebilde oder Bewegungen im Infrarotbereich aufzuzeichnen. Des Weiteren haben wir hier ein EM-Meter. Ja, richtig, ein EM-Meter. Damit kann man eben elektromagnetische Felder messen, magnetische Felder und dergleichen. Es ist eigentlich ein Geisterdetektor. Du bist ein Geist. Vermutlich. Okay, ja, dann zeigen wir euch doch mal ein bisschen noch das Schlösschen. So, hier sieht man den Lageplan des Castles, nennt sich Hurst Monceau und befindet sich ja hier in der Nähe von Uckfield. in der Nähe von Uckfield, genau. Und ja, da dachten wir doch, schauen wir uns mal das Hurst Monceau an, und hier könnt ihr es auch schon sehen. Mit einer wunderschönen Gartenanlage und Park drumherum, Wald und Wiesen, so wie es in England einfach ist und überall sein sollte. Ja, also ist schon ein dickes Ding. Sicherlich sehr viel Platz drin. Ist auf dem Wasser gebaut, Ja. auch wenn man es gerade nicht sieht. Aber wir gehen mal hin. Mhm. Und detekten gleich nach Geistern. Und so, welchen teste ich? Ja, hier kann man sehen, dass es auf Wasser gebaut ist. Und man hat Platz gelassen für den Wassergraben. Wunderschön. Beeindruckend. Ja, sehr schön hier. So, dann gehe ich mal los und suche nach Geistern. Hier ist nichts los, keiner tot. Oh, ihr schlagt was aus. Oh, hier war's. Ja, aber noch nicht. Oh, doch, da. Irgendwas ist hier. Ist noch zu schwach. Ist noch zu schwach, okay. Das muss schon stark ausschlagen. Wir können ja mal jemanden rufen. Oh, da kann man durchgucken. Oh. Shiva macht jetzt mit der Geistercam noch Fotos. Das Blitzlicht muss immer eingeschaltet sein. Und wir hoffen, dass wir dadurch Orbs finden.
Ja, Und oder auch Arps. Geistererscheinungen. Da können auch welche fotografiert werden. Ich weiß noch beim Untersberg, Salzburger Umgebung, wie viele Orbs wir da gesehen haben, oder? Der Ja. Wahnsinn. Boah, Tausende auf dem Foto. Ja. Also die Kamera ist schon ziemlich gut geeignet dafür. Macht halt nicht die besten Fotos, weil es ist eben eine sehr preiswerte Kamera. Guck mal, wow, der Baum ist ja da. Ich glaube, da wohnen, glaube ich, Kobolde drin und Feen. Das ist ein krasser Baum. Ich glaube, so einen Baum habe ich noch nie gesehen. Das ist ein weiblicher Baum. Ich stelle dich mal rein, dann kann ich sehen, wie groß das ist. Wow. Und? Das ist groß. Hier in dem Burggarten finden sich auch Fingerhüte, die ja sehr selten geworden sind eigentlich. Aber unwahrscheinlich viele Fingerhüte. Ein altes Hexenkraut. Digitalis purpurea, sagt man auch dazu. Wird heute noch eingesetzt für Menschen mit einer Herzschwäche. Aber wenn man zu viel davon nimmt, gibt es Halluzinationen, was ja eigentlich nichts anderes bedeutet, als dass man alternative Realitäten wahrnimmt. Jetzt wollen wir ins Schloss gehen. Dort sind bestimmt mehr Geister zu finden. Oh. Die Geister wollen heute keine Besucher. Ja, wir haben versucht, in das Schloss bzw. in die Burg hineinzukommen, aber es hat leider nicht funktioniert. Wir haben dafür aber die Umgebung gemessen mit dem Geisterdetektor. Da haben wir leider auch keine Ergebnisse erzielen können. Wir haben noch einige Fotos gemacht von der Umgebung und die schauen wir uns später mal an, ob da vielleicht irgendwas drauf ist, was nicht dahin gehört. Und falls ja, dann zeigen wir euch natürlich die Fotos. Jedenfalls werden wir auch noch einen der alten englischen Friedhöfe besuchen. Und da werden wir bestimmt was finden. Genau, die Friedhöfe in England sind ja auch immer sehr mystisch und sehr verwachsen teilweise. Und ich erinnere mich dann auch aus meiner Jugend daran, da habe ich englische Friedhöfe des Öfteren besucht und die sahen immer wirklich sehr magisch aus irgendwie, oder? Die kennst du ja auch. Ja, wir haben uns überlegt, wenn wir schon ein Video über Geister machen und Geisterorte euch vorstellen, dann sollten wir natürlich auch irgendwie was über Geister erzählen, oder? Das ist eine gute Idee. Nicht wahr? Ja. Also dann erstmal zu Grund legen, was ist denn überhaupt ein Geist? Was ist ein Geist? Ein Verstorbener, der noch irgendwie mit der physischen Ebene verhaftet ist, nicht loskommt und irgendwie nicht ganz mitbekommen hat, dass er gestorben ist, weil er irgendwie den Todeszeitpunkt verpasst und nicht mitbekommen hat. Zum Beispiel ist das oft bei Unfällen so. Die spuken dann gerne noch an den Orten rum, wo sie eben zuletzt gelebt oder ihre Zeit verbracht haben. Ja, die sie eben sehr gemocht haben. Ne? Genau. Da Shakespeare ja diese Gärten hier gemocht hat, ne? Wer weiß, vielleicht spukt er noch hier rum und fragt sich, was ist nur passiert? Genau, und wir können auch noch ein bisschen über die Geisterebene, die Zwischenebene reden und wo die Geister dann hinkommen, vielleicht, die dann auch abgefangen werden und aufgenommen und informiert werden irgendwann, dass sie ja dann doch irgendwie tot sind. Abgeholt werden von den Matrix-Wächtern. Ja, also nach dem Tod begibt man sich ja dann auf die Zwischenebene.
ne, in seinem Astralkörper. Und in dem Astralkörper kann man dann natürlich überall herumlaufen. Die meisten denken natürlich, sie leben noch, weil der Astralkörper dem physischen Körper schon sehr ähnlich ist. Und ja, dann laufen die halt im Astralkörper herum und wundern sich, warum sie keiner wahrnehmen kann. Oder wundern sich, dass sie manche Dinge nicht mehr berühren können oder nicht mehr in Kontakt treten können mit irgendjemandem. Und irgendwann fangen die sich an zu wundern und ja, der sich mit Spiritualität etwas auskennt, der würde natürlich irgendwann verstehen, verdammt, ich glaube, ich bin tot. Und die Skeptiker und Rationalisten, da kann das manchmal Monate oder viele Jahre dauern, bis die eben verstehen, dass sie gestorben sind. Und die irren dann eben lange herum, weil sie immer noch glauben, sie leben. Um mal ein Beispiel zu bringen, wie nah die physische Ebene der Astral- oder Zwischenweltebene ist. Ich hatte mal ein Erlebnis, da konnte ich ein Astralwesen physisch berühren und anfassen. Da bin ich nachts aufgewacht und da wollte jemand mit mir kuscheln und habe gespürt, wie er auf mir liegt. Ich konnte ihn physisch berühren. Das war sehr, sehr strange. Also es ist schon doch, liegt noch sehr nah beieinander alles. Ja, das kann manchmal passieren, ne? Oder manchmal ist es ja auch so, dass dann jemand im Astralkörper vorbeikommt und man selber sich im Astralkörper befindet, aber meint, man wäre noch physisch. Vielleicht war es auch das, denn ich weiß, ich war astral an dem Tag. Ja, eben. Also das wirklich, Aber ich bin dann aufgewacht und konnte ihn immer noch fühlen. ja, ja. Ja, ich hatte auch gelegentlich mal Besuche von astralen Damen, die dann gern auch mit mir kuscheln wollten. Und ja, die fühlen sich sehr lebensecht an. Also in bestimmten Zuständen, wenn man auch selber astral ist sowieso, dann kann man die schon fühlen. Richtig, wie normalen Menschen auch man berühren kann. Ne? Also man sieht, die Ebenen sind nicht immer ganz klar voneinander trennbar. Die Dimensionen. Man soll ja auch eher in Frequenzen denken als in Dimensionen. Ja. Und ja, also das ist natürlich der Grund, warum Verstorbene oft noch an den Orten herumspuken, an dem sie eben gelebt haben. Und da dachten wir uns ja, in der Burg hier könnte man vielleicht jemanden finden, der da noch herumspukt. Aber leider kommen wir heute nicht ins Innere. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil es gibt in England so viele Plätze, die als haunted, ne, als verflucht gelten oder wo es spukt und so. Und ein paar Plätze wollten wir uns das schon angucken. Und wenn wir die Plätze besuchen, seid ihr natürlich dabei. Ja, was können wir dann noch über Astralwesen, Geister erzählen? Poltergeister sind keine Fake-Phänomene, gibt es tatsächlich. Ja, Poltergeister sind natürlich dann die Verstorbenen, die aus irgendwelchen Gründen, die haben natürlich auch nicht verstanden, dass sie gestorben sind meistens. Und die versuchen natürlich immer noch irgendwie Einfluss auf die physische Welt zu nehmen. Und manche kriegen das tatsächlich hin. Ne? Die bewegen dann Stühle oder öffnen Schränke oder machen die Kaffeemaschine an oder den den Wasserhahn machen die an oder so. Und in dem Fall hat man es eigentlich schon mit einem Poltergeist-Phänomen zu tun. Ganz genau. Oder das Beispiel, wir wollten eigentlich ursprünglich, bevor wir losgefahren sind, bei einer Freundin vorbei, die ein Geisterhaus nicht besitzt hat, sondern ein Freund hat, der in einer Wohnung lebt, bei dem sehr, sehr krasse Phänomene aufgetreten sind. Der ist auch sehr hellfühlig und der hat da einiges erlebt. Unter anderem war da wohl ein Portal offen, eine andere Dimension, und er konnte die physisch dort sitzen sehen und die haben dann da auch Gitarre gespielt, sodass die Polizei gerufen werden musste. Muss man sich überlegen. Ein Geist spielt laut Gitarre und dann kommt die Polizei. Ja, wegen Ruhestörung. Wegen Ne? Ruhestörung. Das heißt, die ganzen Nachbarn konnten die Gitarre tatsächlich auch hören. Ne? Und haben dann gedacht, oh Mann, wer spielt da so laut Gitarre? Und haben dann die Polizei gerufen wegen Ruhestörung. Und ja, der Gitarrenspieler konnte natürlich niemals gefunden werden.
Oder dann ist er da rausgegangen und hat gesehen, wie ein alter Mann in seinem Sessel sitzt und Fernsehen guckt. Dann hat er den Stecker rausgezogen vom Fernseher. Aber der Fernseher lief trotzdem weiter. Also es gibt wirklich eine Menge Phänomene, die man schon als Poltergeist-Phänomene auch so deklarieren kann. Wir hätten es uns wirklich gerne angeschaut, aber die Freundin, die wir besucht haben, die hat das Portal leider in die anderen Dimensionen geschlossen, sodass da keine Phänomene mehr aufgetreten sind. Ja, leider geschlossen, für uns, Für uns vielleicht leider. leider, aber für den Betroffenen, der dort lebte, der war natürlich froh, weil ihn diese ganze Sache schon sehr gestresst hat. Ne? Und wenn dann natürlich ein Medium vorbeikommt, die eben sowas wahrnehmen kann, kann die das Portal schließen, damit eben der betroffene Mieter dann auch seine Ruhe hat. Ne? Ja, wo sind dann Geister vorrangig zu finden? Erzähl mal. Ja, also vorrangig sind Geister auf Friedhöfen zu finden, so klischeehaft das klingt. Bietet sich irgendwie an, wenn man da Bietet so sich tot irgendwie an, rumliegt. ja. Ne? Krankenhäuser, ne, weil viele im Krankenhaus eben gestorben sind, haben es nicht mitbekommen. Die laufen immer noch auf den Gängen herum oder schauen Fernsehen oder gehen in den Raucherraum. Und natürlich dort, wo alte Gebäude sind, wie eben hier das Castle oder andere Castles, andere Burgen, die es gibt. Ne? Da kann man davon ausgehen, dass dort viele Geister sich noch herumtreiben. Oder eben an Orten, wo Kriege stattgefunden haben. Genau. Was ja auch natürlich in Burgen der Fall war, Ja. aber auch andere Kriegsschauplätze, Dort, wo gewaltsame Tode stattgefunden haben. wo man den Übergang gar nicht mitbekommt. Genau. Ja eben, je schneller der Tod eintritt, desto weniger bekommt man es auch mit. Also viele Krieger oder viele Soldaten, die im Kampf gestorben sind, haben weitergekämpft, obwohl der Körper schon längst am Boden lag. Stimmt, das hast du letztens mal erzählt, ne? Dass du mal einen Traum gehabt hattest, wo das war. Ja. Ne, die fallen dann halt tot um und merken es gar nicht. Ne? Sie sozusagen, der Körper fällt aus dem Astralkörper heraus und der Astralkörper bleibt stehen. Ja, wenn sie von einem Pfeil getroffen werden und einer Kugel oder so. Und die laufen dann weiter, die stürmen dann weiter. Für die Location reicht's. Und wir sehen uns bei der nächsten. Ja, wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Location dabei seid. So, und im nächsten Video haben wir was ganz Besonderes für euch. Ihr könnt uns ungefähr 1 Stunde lang begleiten, wie wir Geister und Orbs jagen. Wir haben einiges entdeckt, wir werden es euch zeigen. Mal sehen, wer das Video bis zum Ende schaut, wer es schafft. Man wird nicht viel sehen, aber so das ein oder andere doch. Lasst euch überraschen. Ja, es wird nämlich stockduster sein. Und doch werdet ihr was sehen. Wir haben Geister getroffen, Orbs getroffen. Lasst euch überraschen. Begleitet uns naja, irgendwann werdet ihr ja sehen, wann es kommt. Viel Spaß wünschen wir euch.
Thank you.